Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute möchte ich darüber sprechen, warum mein Deutsch so schlecht ist oder so komisch, warum ich so komisch Deutsch spreche. Also, wenn ihr meine Videos geguckt habt, wisst ihr, dass ich vor mittlerweile über 10 Jahren aus Deutschland ausgewandert bin. Ich bin damals nach England und mittlerweile lebe ich in Australien, Sydney, Australien. Ja, ich wollte euch einfach nur mal so ein bisschen erzählen, wie sich mein Deutsch sozusagen verschlechtert hat. Ich bin mit 4 Jahren nach Deutschland gezogen mit meinen Eltern. Wir sind ursprünglich aus der Ukraine oder Russland. Damals war es ja alles das Gleiche. Und ich habe direkt Deutsch gelernt. Ich war im Kindergarten, ich war in der Schule, ich habe direkt Deutsch gelernt. Ich habe kaum Russisch gesprochen als Kind oder selbst als Erwachsener später. Wenn meine Mutter und ich uns unterhalten würden, dann würde sie mit mir Russisch sprechen und ich würde auf Deutsch antworten. Ich hatte überwiegend deutsche Freunde in Deutschland. Auch mein Deutsch war so gut, dass niemand sogar wusste, dass ich einen anderen Ursprung habe. Ich hatte einen russischen Nachnamen, bis ich 18 war und nach 18 haben wir den auf einen deutschen Namen geändert und seitdem absolut niemand hat erahnt, dass ich irgendwelche andere Abstammung sein könnte. So, dann habe ich halt mein Leben gelebt als Deutsche in Deutschland und mit 26 habe ich mich dann entschieden auszuwandern und um Englisch zu lernen, weil ich wollte meinen Beruf in Deutschland ändern, aber die haben halt Englisch als Zweitsprache verlangt und das war halt hat halt gar nicht existiert. Ne? Mein Englisch war sehr schlecht in der Schule. Ich hatte immer eine 4 oder eine 5. Ich weiß gar nicht, wie ich Schulabschluss bekommen habe, weil mein Englisch halt so schlecht war. So, ich bin dann nach London gezogen und bin zu einer russischen Frau damals gezogen, die 2 russische Mitbewohner hatte und die sprechen natürlich kein Deutsch. Als ich dort hingezogen bin, habe ich in den ersten 3 Monaten überwiegend Russisch gesprochen. Also ich musste mein Russisch aufpolieren. Mein Russisch war nicht gut damals. Ich konnte mich zwar ausdrücken, aber ich musste halt auch viel lernen. Aber ich hatte auch damals sehr viele deutsche Freunde in London und mein Englisch hat sich halt nicht verbessert. Ich habe dann den Job gewechselt, ich habe mich von meinen deutschen Freunden distanziert und habe mehr und mehr Russisch und Englisch gesprochen. Also Russisch zu Hause und dann auf Arbeit Englisch. Ich hatte dann auch einen schwedischen Freund, der natürlich auch kein Deutsch gesprochen hatte. Mit dem musste ich dann auch mich auf Englisch kommunizieren und er hat mich dann zu mehr und mehr englischsprachigen Leuten vorgestellt. So, ich bin dann nach ungefähr einem Jahr aus dem russischen Haushalt ausgezogen und habe überwiegend mit englischsprachigen Leuten gelebt. Ich war 2 Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Ich hatte zwar noch deutsche Freunde in England, mit denen ich mich regelmäßig getroffen habe. Ich habe auch auf Deutsch gearbeitet, also in England. Alle Arbeiten, die ich gemacht habe, die haben Deutsch verlangt, ob das als Übersetzer war oder ob das Marketing war, das ich halt auf Deutsch in Deutschland gemacht habe, aus England aus. Deutsch war halt immer anwesend, weil ein paar meiner Kollegen halt auch Deutsch waren. Ne? Nach 4,5 Jahren in England hat sich mein Englisch natürlich verbessert. Mein Kumpel hat mir damals, als ich weggezogen bin, gesagt, ach, als ich dich kennengelernt habe, hast du 3 Wörter Englisch gesprochen. Jetzt guck an, wie dir das von der Zunge rattert. Ich glaube, das habe ich in meinem Umzug nach England Video erzählt. Dann habe ich mich ja entschieden, nach Australien zu ziehen. Ich wollte ursprünglich nach Kanada, bin jetzt aber in Australien gelandet und bin hierher gezogen. Und ich hatte ein paar deutsche Freunde, aber niemand, mit dem ich mich regelmäßig getroffen habe und so weiter und so fort. Ja, hier ist mein Leben überwiegend auf Englisch. 99,9% spreche ich Englisch in Australien. Ich spreche mit meinem Mann Englisch, ich spreche mit seiner Familie Englisch, ich spreche auf Arbeit Englisch. Ich habe hier einen deutschen Freund oder Kumpel und der wohnt nicht weit weg. Wir treffen uns zum Kaffee oder zum Frühstück jede Woche oder alle 2 Wochen oder so. Selbst mit dem spreche ich 50% Englisch. Wenn du unsere Textnachrichten guckst, also wir sprechen wirklich, wir schreiben auf dem Text auf Englisch. Wenn wir uns treffen, sprechen wir uns auf Deutsch, aber manche Dinge sind halt dann auch einfach auf Englisch zu sagen, weil die einfach die deutschen Wörter nicht einfallen. Ich habe den deutschen Kanal angefangen, um mehr Deutsch zu sprechen und ich versuche das auch so gut wie möglich, alles zu übersetzen und fast keine englischen Wörter zu benutzen, aber manche Wörter fallen mir entweder nicht ein oder Google Translate
gibt dir ein Wort, das absolut keinen Sinn macht. Mittlerweile ist das so, dass in England habe ich Russisch gelernt. Mit meiner Mutter spreche ich jetzt überwiegend Russisch anstatt Deutsch. Keine Ahnung, wieso das ist. Vorher war das immer nur Deutsch, Deutsch, Deutsch. Jetzt ist es Russisch, 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 Russisch. Mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet, wie ihr das vielleicht hören könnt. Und mir haben auch Leute gesagt, ich habe einen Akzent im Deutschen jetzt. Ich habe früher akzentfrei Deutsch gesprochen. Mittlerweile angeblich habe ich einen englischen Akzent. Ich habe einen russischen Akzent, keine Ahnung. Ihr sagt mir das, ich höre das ja selber nicht. Und mein Englisch ist halt gut genug, um hier zu leben, ne? Ich musste ja auch einen Englisch-Test machen, um hierher zu kommen. So, wo lässt mich das jetzt? Mein Hirn ist trilingual. Kommt darauf an, mit wem ich rede. Meine Kairo-Frau ist Deutsch. Die spricht Deutsch, Russisch und Englisch. Bei der, wenn ich mit der rede, dann benutze ich, welches Wort mir als erstes in welcher Sprache einfällt, das benutze ich halt. Und sie versteht das. Und das ist so genial, wenn du einfach Wörter einsetzen kannst, in welcher Sprache die dir gerade einfallen. Natürlich ist das nicht gut für YouTube oder wenn du dich halt professionell zeigen möchtest. Aber so ist es nun mal. Und ja, ich hoffe, ihr versteht meine Videos, obwohl mein Deutsch eingerostet ist. Wie gesagt, ich versuche halt so viel Deutsch wie möglich zu reden. Ich muss jetzt ein Englisch-Video drehen, da werdet ihr auf jeden Fall einen deutschen Akzent raushören, weil sobald ich Deutsch gesprochen habe, kommt mein deutscher Akzent im Englischen raus. Normalerweise habe ich kaum einen Akzent oder Leute wissen nicht, wo sie den zuordnen können, weil der nicht so harsh ist. Weder Russisch noch Deutsch. Ja, das ist meine Erklärung. Explanation. Seht ihr, das ist einfach so. Warum mein Deutsch so eingerostet klingt oder so abgehackt klingt, ist, weil mein Gehirn kann das nicht verarbeiten, welche Sprache ich sprechen muss. Alright, falls du mehr Videos von mir sehen willst, gib mir doch ein Like und abonniere mich. Ich poste mehr oder weniger regelmäßig. Ich habe Vlogs oder ich rede über mein Leben hier in Australien. Ansonsten sehe ich dich in meinem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!